Warum sind wir Menschen so, wie wir sind? Warum leben wir Menschen so zusammen, wie wir es tun? Und was sind auch die Fähigkeiten, die es braucht, um das zu tun? Und vielleicht auch, was macht uns Menschen so ein Stück weit einzigartig? Mein Name ist Manuel Bohn. Ich bin Juniorprofessor für Entwicklungspsychologie an der Leuphana Universität Lüneburg. In dem Projekt arbeiten wir daran, zu erforschen, wie Kinder lernen, mit anderen in Kontakt zu treten und sich in sich hineinzuversetzen, damit wir am Ende so ein bisschen an den Kern herankommen, was es eigentlich bedeutet, ein Kind zu sein, aufzuwachsen und ein Teil von der Gesellschaft zu werden. Die Art und Weise, wie Kinder zum Beispiel in Deutschland aufwachsen, ist eher die Ausnahme und nicht die Regel. Das Problem ist aber, dass eben die Theorien, die wir darüber haben, wie sich Kinder entwickeln, vor allem von solchen Daten inspiriert sind. Und das wollen wir ein Stück weit aufbrechen, weil wir wissen relativ wenig über Kinder im Allgemeinen. Also die Diversität an kindlicher Entwicklung ist einfach nicht repräsentiert in der Forschung. Wir erforschen die Entwicklung von Kindern im Alter zwischen 3 und 5 Jahren. Wir haben 150 Kinder in Deutschland, 150 Kinder in Kenia, 150 Kinder in der Türkei, die wir über 2 Jahre lang begleiten wollen. Und es ermöglicht uns dann eben so einen umfassenderen Blick darauf, wie Kinder sich entwickeln. Um den kindlichen Alltag greifbar zu machen, haben wir ein System entwickelt, wo wir eine Kameraweste haben, wo eine Kamera eingelassen ist. Damit können wir den kindlichen Alltag für einen längeren Zeitraum aufnehmen. Also man sieht so die Hände des Kindes, wie das Kind mit der Welt interagiert, wie es mit anderen Personen interagiert. Und man sieht eben auch Aspekte, die man so normalerweise nicht erwartet. Dann brauchen wir aber auch neue Methoden, um das auszuwerten. Und hier stützen wir uns eben auf Computermodelle, die in der Lage sind, automatisiert bestimmte Muster, Personen, Objekte, Interaktionen zu erkennen. In dem Zeitraum, den wir uns anschauen, sehen wir eben massive Veränderungen in vielen Bereichen. Also auf der einen Seite sehen wir natürlich die Sprachentwicklung im Sinne von der Anzahl der Wörter, die Kinder können. Die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen, wird grundlegend neu organisiert. Und eben auch die Kompetenz, Sprache effektiv an die Situation angepasst zu verwenden, verändert sich auch sehr stark. Und daher eben die Frage, wo kommt das alles her? Wie entwickelt sich das bei Kindern? Und was trägt dazu bei? Die Art und Weise, wie wir Pädagogik gestalten, wie wir zum Beispiel Lehrpläne gestalten in Kindergärten oder auch in Schulen, sind ja davon inspiriert, von unserem Verständnis davon, wie Kinder lernen. Und dieses Verständnis beruht natürlich genau auf dieser Grundlagenforschung. Und unser Beitrag dazu ist eben dieses Fundament herzustellen, sodass wir dann eben auch entsprechende Sachen davon ableiten können. Und dafür müssen wir aber auch an den direkten Alltag der Kinder ran und können uns nicht eben nur auf Fragebögen an die Eltern verlassen. Durch diese Impulsprofessur aus dem Programm Zukunft Niedersachsen haben wir wirklich eine einmalige Möglichkeit, diese Fragen grundlegend anzugehen. Also was wir hier bekommen, ist die Zeit und vor allem die Ressourcen. Wir wollen wirklich eine globale Perspektive einnehmen und sagen, was ist der kindlichen Entwicklung auf der ganzen Welt vielleicht gemein und was sind so regionale Besonderheiten. Das zu differenzieren, das ist unser Anliegen.